Herzlich willkommen zu einer großen Wasserschlacht beim thailändischen Neujahrsfest Songkran, eines unserer Highlights im Backpacker-Paradies Thailand. Wir erkunden traumhafte Inseln. Hammer, wie in einem Film oder wie auf einer Postkarte. Erleben tierische Abenteuer. So ist das Leben als Elefantenflieger. Die rennen hinter mir her! Essen exotische Spezialitäten. Sieht aus wie eine Kakerlake. Und feiern auf der legendären Full Moon Party. Auf die Reise geht es mit meinen Kumpels Benny und Max. Mein Name ist Valentin, man nennt mich auch Sarazar. Unser Abenteuertrip führt uns über 400 Kilometer mit Roller, Speedboot und Taxi durch den Süden Thailands. Von Phuket über die berühmte James-Bond-Insel bis zu den Trauminseln Koh Samui und Koh Phangan. Das thailändische Neujahrsfest Songkran dauert jedes Jahr 2 Tage und wird im ganzen Land gefeiert. Und wie ihr seht, bleibt man hier in Phuket nicht trocken. Die Stimmung hier im Patong auf Phuket ist mega, auch wenn das Ganze ein bisschen an den Ballermann erinnert. Was aussieht wie eine moderne Party, ist eine uralte Tradition, das Fest der Säuberung und Erneuerung. Deshalb spritzen sich alle nass. Und auch die Tempel und Wohnungen der fast 70 Millionen Thailänder werden gerne einem Frühjahrsputz unterzogen. Was hier abgeht. Verrückt, einfach nur verrückt. Es hat gar nicht geregnet, aber die ganze Straße ist nass. Es eskaliert total und damit wir überhaupt noch mal trocken werden, ziehen wir uns in eine coole Bar zurück. Wir sind gerade in einer Bar, die Leute sind super nett und mir wurde gerade irgendein Insekt angeboten. Das werde ich jetzt mal probieren. Sieht aus wie eine Kakerlake. Yeah! Nice! Schmeckt gut! In der Elefantenauffangstation auf Phuket werden misshandelte Tiere wieder aufgepäppelt und möglichst artgerecht gehalten. Wir helfen einen Tag mit und bekommen von Guide Hannah jede Menge über Elefanten erklärt. If you want to be friends with the elephant, make sure you have some food to them, because no food, no friend. Wir bereiten jetzt gerade das Essen zu und hier gibt es Reis, Kürbis, Bananen und Reismehl. Das wird alles zusammengemixt, da werden da solche Bälle draus gemacht und die geben wir dann nachher den Elefanten. So Benni, ich mach das mal schön über deine Hände hier. Du machst das ganz toll. Ja, ist gut für die Haut. Elefanten essen übrigens 300 Kilogramm am Tag und so ein Reisball ist nur ein kleiner Snack für die. Ja, willst du? Ich darf jetzt auch mal den Elefanten nachspritzen, sie hat gerade auch gegessen, lecker. Und die Arme hier ist leider auf dem rechten Auge blind. Hat eine harte Zeit hinter sich. So we cut some grass now and then we go feed the elephant. Das ganze Gelände hier ist 30 Hektar groß und bietet damit Platz für bis zu 25 Elefanten. Aktuell sind nur Weibchen hier, weil Männchen sind viel schwieriger zu halten. Und Elefanten haben übrigens ein Gehirn, das 5 Kilogramm wiegt, also ziemlich groß, sehr intelligente Tiere. Und alle, die hier gelandet sind, wurden misshandelt und sind sehr traumatisiert, weil sie sich noch daran erinnern. Deswegen ist es wichtig, dass man denen jetzt ganz viel Liebe gibt.
Jetzt werden die Elefanten gefüttert von uns, und zwar mit diesen Obstkörben und mit den Reisbällchen, die wir vorhin gemacht haben. Sieht lecker aus, oder? Ja, so eine Melone würde ich mir auch gerne jetzt gönnen. Die Elefanten zu füttern ist wirklich ein besonderes Erlebnis. Streicheln ist übrigens verboten und die Tiere können jederzeit gehen. Aber wer haut schon ab, wenn man so leckeres Essen bekommt? Das Obst war nur die Vorspeise. Jetzt gibt es nämlich das Hauptgericht, die Reisbällchen. Nach der Fütterung helfen wir natürlich noch mit, den Stall auszumisten. So, ich mache hier gerade noch die Kacke weg. Das gehört nun mal dazu bei der Elefantenpflege. Und dafür zahlen wir auch noch. 85 € pro Person kostet das Ganze. Aber das Geld wird natürlich komplett verwendet, um die Elefanten zu retten. Deswegen zahlt man das auch wirklich sehr gerne und denen geht es hier auch wirklich sehr gut. War ein tolles Erlebnis. Trotzdem würde ich jetzt gerne duschen. Und deshalb gehen wir jetzt noch zu einem Wasserfall. Bang Pae heißt der. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich mache das mit den Händen jetzt hier. Komm. So, sauber. Super erfrischend hier bei den warmen Temperaturen am Bang Pae Wasserfall. Auch der Wanderweg hier rüber durch den Dschungel, echt eine coole Sache. Ja, und wir haben uns jetzt erfrischt und brausen mal rüber zum Hostel, wo wir heute Nacht pennen werden. Das hier ist ein typisches Zimmer in dem Backpacker-Hostel, in dem wir heute Nacht schlafen. Super sauber, man hat alles, was man braucht und kostet nur 20 € die Nacht. Gezahlt wird natürlich in thailändischen Baht und wir legen uns jetzt gleich hin, denn morgen haben wir noch einiges vor. Fast 95% der Thailänder sind Buddhisten. Angeblich gibt es über 40.000 Tempel. Der Wat Chalong ist der größte auf Phuket. Die Anlage besteht übrigens aus mehreren Gebäuden, von denen man die meisten auch betreten kann. Also gibt hier echt was zu entdecken. Und ganz wichtig ist auch eine Kleiderordnung, denn kurze Hosen sollten mindestens bis zu den Knien gehen und vor dem Betreten der Innenräume muss man die Schuhe ausziehen. Die Wandgemälde in den Innenräumen erzählen die Geschichte Buddhas. Und um ihn zu ehren, belegen die Thailänder Statuen mit Blattgold. Das soll auch das Böse vertreiben. Hier am Tempel kann man auch jede Menge für sein Karma machen. Neben Beten kann man zum Beispiel Vögel freilassen. Fragt sich nur, wie das so läuft, weil die müssen ja auch gefangen genommen werden. Aber was wir machen wollen, ist die bösen Geister vertreiben. Und dazu kauft man sich hier ein paar Böller und die werden dann hier in den Kamin gesteckt und dann geht's ordentlich ab. Hier direkt in der Nähe vom Tempel gibt es auch wieder Streetfood-Stände. Die findet man in ganz Thailand und da holen wir uns jetzt eine kleine Stärkung. Jungs, Hähnchen? Ja. Hähnchen. Gut. Ich habe schon einige Tempel in Thailand gesehen und der hier ist echt schön. Und für uns geht es jetzt zum Monkey Hill Viewpoint. Da soll es einen super Blick über die gesamte Insel geben, aber auch jede Menge Affen. Und das hier sind übrigens unsere Roller, kosten nur 7 € am Tag und gehören zu Thailand auf jeden Fall dazu. Ne? Komm, los geht's! Wir mussten die Roller jetzt hier vorne abstellen und laufen jetzt noch eine gute Ecke bis zum Viewpoint. Und ab der Hälfte sollen dann wohl Äffchen erscheinen. Da bin ich mal gespannt, ob die auch so zuckergoldig aussehen wie die hier. Hier sind auch überall Warnhinweise, dass man die Affen nur in einem bestimmten Gebiet füttern soll. Die haben nämlich richtig scharfe Zähne und uns wurde empfohlen, einen Stock dabei zu haben, um sie zur Not wegzutreiben. Und da sieht man auch, welche Krankheiten die übertragen können. Hepatitis, Tuberkulose, Herpes und so weiter. Sieht richtig übel aus. Junge,
bleib cool, okay? Okay, er bleibt cool. Er hat verstanden. Er hat verstanden. Ciao, Alter. Ja, schön. Oh! Ey, von wegen. Ich brauche einen Ey, wir Stock. werden umzingelt. Wir werden umzingelt. Bleib mal bei mir. Wir werden umzingelt. Ey, der hat mein Wasser geklaut. Max, du hast da nicht gut drauf aufgepasst. Der hat mich angesprungen. Ja. Du musst nach hinten gucken. Oh, was? Ich werde umzingelt. Ja, Ich werde komm, umzingelt. Ich werde umzingelt. Weiter geht's, Leute. Ey, die rennen hinter mir her. Der trinkt einfach mein Wasser. Also ich finde es mit den Affen ziemlich anstrengend, weil die sind so sehr penetrant und teilweise auch aggressiv. Dafür werden wir mit diesem wunderbaren Blick hier belohnt. Die Aussicht ist wirklich toll. Wer keine Lust auf die Affen hat, für die gibt es auch noch einige weitere Aussichtspunkte. Zum Beispiel der Weiße Buddha, eines der Wahrzeichen der Insel. Super schön und selbstverständlich haben wir auch eine Menge schöne Strände in der Umgebung. Und für uns geht es jetzt noch zum Nachtmarkt. Ist gewöhnungsbedürftig mit dem Linksverkehr in Thailand und auch teilweise etwas chaotisch. Da kann es gefährlich werden, wenn man nicht aufpasst. Aber wir sind bisher mit allem sehr gut klargekommen. Achtet beim Mieten der Roller auf jeden Fall auf einen seriösen Anbieter und checkt mögliche Versicherungen ab. Ja, und unsere Roller, die brauchen langsam ein bisschen Benzin. Und hier gibt es nicht nur Tankstellen in Thailand, sondern auch so Leute an der Straße, die verkaufen das Benzin in Flaschen. Der Sonntagsmarkt Lajai hat bis in den späten Abend offen und ist rappelvoll. Kein Wunder bei den vielen Köstlichkeiten. Hier auf dem Markt gibt es auch super viele Fruchtstände. Da vorne zum Beispiel Kokosnüsse, Ananas, Mango und vieles mehr. Super frisch und richtig lecker. Okay, what's the most spiciest? It's okay? Can I eat it or it's crazy? Super scharfe Chili-Paste. Ich bin jetzt schon am Schwitzen. Boah, Aufessen. boah, Schön brav aufessen. Ja, dann isst du doch mal. Ich bin auch neugierig. Boah. Ui. Kommt zeitverzögert, aber können wir was zu trinken kaufen, bitte? Markensonnenbrillen für 6 €, wenn es das auch in Deutschland geben würde. Alles Originale natürlich. Auf dem schönen Markt gibt es fast alles. Künstler, Schnickschnack und natürlich auch Klamotten. Max, was hältst du von diesen schönen Händen? Komm, wenn ich den runterhandel auf einen guten Preis, dann musst du das anziehen. Das hier? Ja, das oder ich such dir eins aus, ja? Boah, ich weiß nicht. Also sowas hatte mein Opa immer an. And if we take two, you maybe better price? 400? 450. Ja, das ist ja... Das finde ich ganz toll. Bye bye, my friend. Bye bye. Thank you. Thank for you. Wir sind sehr früh aufgestanden und fahren gerade nach Phang Nga. Das soll das Paradies sein. Nach 1,5 Stunden Fahrt zum Pier in Phang Nga steigen wir auf ein Longtailboot um, mit dem es dann unter anderem auf die James Bond Island geht. Wir fahren durch die Mangrovenwälder Richtung offenes Meer und die Gegend ist wunderschön. Einige Boote würden diese Reise allerdings nicht mehr schaffen. Die Phang Nga-Bucht ist so eindrucksvoll, wie diese Felsen aus diesem Wasser ragen. Einfach nur geil. Und jetzt steigen wir auf einen Kajak um und erkunden diese Wunschhöhle da vorne. Mega nice. Hallo!
ultra schön, diese Höhle. Vor allem, wie das Licht hier durch das Dach kommt. Das ist einfach so ein Loch mitten in diesem Felsen und der ist dann noch voll gespeist mit Wasser. Sieht Hammer aus, oder? Hammer, wie in einem Film oder wie auf einer Postkarte. War eine super Kajakfahrt und so viele schöne Höhlen. Sieht schon atemberaubend aus. Ich wusste aber überhaupt nicht mehr, was denn die Wunschhöhle ist. Deswegen habe ich mir einfach überall was gewünscht. Und jetzt düsen wir rüber, endlich zur James Bond Island. Die legendäre James Bond Insel. Im Original heißt sie Koh Ping Kan, eine der bekanntesten Inseln aus der Region. Denn in dem Film Der Mann mit dem goldenen Colt mit Roger Moore befindet sich hier auf der Insel die Geheimbasis des Bösewichts, inklusive einer Superwaffe, die da hinten aus diesem Felsen rausgefahren kommt. Eine echte Trauminsel. Allerdings reisen auch jede Menge Touristen an. Falls ihr selber mal hier hin wollt, nehmt besser eine private Tour durch die ganze Gegend. Gibt's All-Inclusive für 125 € pro Person und man kann sich Zeit lassen. Ein weiteres Highlight ist Koh Phangan, ein Dorf auf dem Wasser, das vor mehr als 200 Jahren von malaiischen Fischern gegründet wurde. Weil die in Thailand damals kein Grund und Boden besitzen durften, kamen sie auf die Idee, Häuser auf Stelzen im Meer zu bauen. Man erwartet gar nicht, dass hier so ein riesiger Markt ist, aber ist auch irgendwie klar, wenn viele Leute hier besuchen, müssen die Leute auch irgendwie davon profitieren, ne? Aktuell leben ca. 1500 Menschen hier und die stammen von zwei muslimischen Seefahrerfamilien ab, die Ende des 18. Jahrhunderts nach Thailand ausgewandert sind. Und die Moschee, die man hinter mir sieht, ist eines der wenigen Gebäude, die auf festem Boden gebaut wurden. Wenn man die Insel betritt, denkt man erstmal, es wäre ziemlich touristisch, weil auf dem Markt auch fast immer dasselbe verkauft wird. Aber hier hinten, wo die Leute wohnen, total real. Interessant sind vor allem die kurzen Einblicke, wie die Menschen hier leben. Irgendwo in einem kleinen Dorf mitten auf dem Meer. Hier gibt es eine Schule, den Doktor und kleine Geschäfte. Besonders erfolgreich ist übrigens die Fußballmannschaft von Koh Phangan. Das Team hat schon einige Cups gewonnen. Schon verrückt, wie die wohl damals diese Stadt hier auf dem Meer gebaut haben. Und hinter mir, da sieht man eines der älteren Gebäude. Die waren damals halt wirklich aus Holz. Mittlerweile benutzt man hauptsächlich Beton, ist natürlich wesentlich stabiler. Hat alles einen Hauch von Venedig mitten in Südostasien. Wir müssen jetzt aber auch weiter, denn wir haben heute noch eine lange Reise vor uns. Wir verabschieden uns von der traumhaften Phang Nga-Bucht und werden von unserem Tourguide zum nächsten Busbahnhof gefahren. Von Phang Nga wollen wir nach Surat Thani und dann mit einem Boot nach Koh Samui. Da der nächste Bus erst in 4 Stunden geht, wird uns netterweise ein Fahrer organisiert, der uns für nur 60 € über 150 Kilometer nach Surat Thani fährt. Wir sind gestern noch gut in Surat Thani angekommen. Viel konnten wir nicht mehr sehen, weil wir direkt ins Hotel gegangen sind. Und jetzt sitzen wir in einem Speedboot Richtung Koh Samui. Die Fahrt dauert ungefähr 1,5 Stunden und kostet nur 15 € pro Person. Koh Samui, eine Trauminsel, auf der ich schon öfter war, denn ich liebe es hier einfach. Wir befinden uns momentan im Ort Chaweng, das ist ein bisschen so die Touri-Meile, aber hier ist wirklich für jeden was dabei. Es gibt hier auch ruhige Strände auf der Insel, super Restaurants, auch ein paar kleinere Partys. Aber jetzt geht's erstmal nach Chaweng. Wow. Guck mal, was für ein riesiger Hut hier.
Findet ihr, steht mir? Ich habe einen kleinen Laden. Das ist mein Schneider und mache schöne Anzug, Outfit, sau billiger. Dankeschön. Leider besetzt. Überall in Thailand gibt es Massageläden, das gehört einfach dazu. Und bei unserem Hotel um die Ecke ist auch einer. Da gönnen wir uns jetzt mal eine kleine Auszeit. Wir haben uns für eine Fußmassage entschieden. Die kostet gerade mal 8 € für eine Stunde und jetzt wird entspannt. Super entspannt, wirklich. Den ganzen Tag schleppen wir die Kameras und die Rucksäcke. Da tut das wirklich mal gut. Hier an so einem Baum am Strand ein bisschen schaukeln, dazu dieser puderweiße Sand und obendrauf das türkisblaue Meer. Einfach perfekt, einfach das Paradies. Und hier der Chaweng Beach, der ist sogar noch relativ voll. Wie gesagt, hier gibt es auf der ganzen Insel noch ein paar krassere. Und einen besonderen Ort, da fahren wir jetzt noch hin. Sawadika. Wir sitzen jetzt gerade im Gruppentaxi. Hier springt man einfach auf und ab, wie man gerade lustig ist. Wir zahlen jetzt für die Fahrt unter 2 €. Wir sind gerade auf dem Weg nach Lamai zu den Rocks von Grandmother und Grandfather. Die sollen nämlich aussehen wie Geschlechtsteile. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Der Felsen vom Großvater ist unschwer zu erkennen. Wir sind aber wegen der schönen Atmosphäre und der Rockbar hier, die direkt am Strand liegt. Eine frische Kokosnuss, dazu die Rockbar, die aussieht wie das Baumhaus von Peter Pan. Wir genießen die Atmosphäre. Nicht nur die Band war gerade ziemlich authentisch, sondern auch das Essen hier ist richtig original. Wir sind hier gerade vorbeigelaufen an einem schönen Laden und die Dame hat uns so süß angelächelt. Deswegen essen wir jetzt hier und es riecht so gut. Ich habe einfach nur Hunger. Mitten im Dschungel von Koh Samui liegt das Treebridge Café. Hier kann man zwischen den Bäumen was trinken und sich für den extra Nervenkitzel an eine Zipline hängen. 1, 2, 3, go. Go! Yeah! Das macht so Bock, durch den Dschungel zu peitschen. Seile wirken ein bisschen rostig, aber ich glaube, das ist schon ziemlich sicher. Und wir gehen jetzt auf eine längere Zipline. Probieren wir wieder für euch zu filmen. Mega nice. Rea. Oh, I'm getting too slow. I have to come to you. Falle ist stecken geblieben. Da hängt er jetzt einfach. This part is hard. Ich habe mich gerade gedreht, weil ich mit dieser längeren Kamera hier filme. Und wenn du die ausstreckst, dann ist es ziemlich safe, dass man sich dreht und dann verliert man natürlich ordentlich an Tempo. Und dann muss ich mich gerade noch so langhangeln, ey. War eine ganz schöne Action. Aber wir müssen jetzt noch hochsteigen, weil natürlich fährst du immer runter und irgendwie muss man wieder hoch. Und jetzt bei der Hitze ist es sehr anstrengend. Wow, die ist richtig schnell. This one is really nice. Geil! Wow, durch die Bäume! Oh! 2, 3, go. 1. No. Die verarschen mich hier. Und er sagt die ganze Zeit nein, ja, nein. Okay.
Das ist jetzt die letzte Zipline und dann haben wir es geschafft. Die soll noch mal extra schnell sein. Hi, okay, 1, 2. I have to here. Down. Okay. Bye bye. Yeah, good luck. It was so cool. Yeah. Thank you, buddy. Thank you. Echt spaßig war das hier mit den Ziplines. Vor allem die Betreiber sind sehr lustige Leute. Wir haben sehr viel gelacht. 70 € pro Person hat das gekostet. 8 Ziplines ungefähr, 40 Minuten Programm. Und jetzt geht's weiter nach Koh Phangan zur Full Moon Party. Da düsen wir mit dem Boot rüber. Nach einer halben Stunde Bootsfahrt für 10 € sind wir im Finale unseres Trips. Wir sind auf Koh Phangan angekommen, haben uns gerade noch im Hotel frisch gemacht und da hinten geht die Sonne unter und gleich geht der Vollmond auf und dann startet die legendäre Full Moon Party direkt da unten am Strand. Wird mega geil, auch schon einige Leute auf der Insel, die aber noch viel mehr zu bieten hat. Hier gibt es wunderschöne Strände, aber auch diverse Clubs, Bars und Cafés, die so ein bisschen alternativer sind und wir sehen uns gleich wieder unten am Strand. Aus der ganzen Welt kommen Menschen auf die Insel, um zu feiern. Bei den über 10 Bühnen am Partystrand hört man vor allem elektronische Musik. Seit den 80er Jahren werden hier am Strand bei Vollmond schon Partys gefeiert. Angefangen hat das als Hippie-Party, mittlerweile muss man schon Festival dazu sagen. Es gab hier Partys mit über 30.000 Leuten und der Eintritt kostet gerade mal 5 €. Und jetzt geht's ab! Welcome to Full Moon Party. Auf dem Festival sind auch einige Deutsche unterwegs. Nico und seine Freundin sind sogar nach Thailand ausgewandert. Wir haben uns vor kurzem selbstständig gemacht, sind heute hierher gezogen. Wir wollen einfach unser Leben genießen, vor allem hier, Koh Phangan, Full Moon Party. Ich habe noch nie so eine gute Party erlebt. Es hat so Bock gemacht, über das Feuer zu springen. Ich habe mich am Ende doch verbrannt. Mein Bein ist total verkohlt, tut aber überhaupt nicht weh. Aber es ist mega nice zu sehen, wie hier Menschen aus jeglichen Nationen und jeglichen Alter zusammen feiern und einfach nur Spaß haben. Was für eine krasse Party. Hier vorne neigt es sich langsam dem Ende zu, aber da hinten geht es noch richtig ab. Wir sind jetzt aber auch ein bisschen müde. Wir haben hier eine heftige Reise hingelegt, super viele coole Locations gesehen und die Gastfreundschaft der Thailänder immer wieder atemberaubend. Was waren denn eure Highlights? Ich war von der Elefantenauffangstation mehr als begeistert. Das ist nicht mit einem Zoo zu vergleichen. Und dass wir die auch noch füttern durften, da ist ein kleiner Traum für mich in Erfüllung gegangen. Und ich war sehr begeistert von diesen traumhaften Inseln, die wir besucht haben und von dem sehr leckeren Essen. Super frisches Obst und Gemüse hier, schmeckt ganz anders als in Deutschland. Hätte ich am liebsten immer. Ja, und wir genießen jetzt noch ein paar Tage hier auf Koh Phangan und sehen uns wieder beim nächsten Abenteuer. Wenn euch unser Film gefallen hat, dann haut den Daumen nach oben. Wir freuen uns auch auf eure Kommentare. Und falls ihr noch ein bisschen Zeit habt, schaut gerne bei den anderen Videos rein. Vielen Dank fürs Zuschauen.